So in the time that remains this afternoon and tomorrow, I want to go over this arc from comprehending dukkha through letting go of reactivity, beholding the stopping and creating a path. In der verbleibenden Zeit, heute Nachmittag und morgen, möchte ich über diesen Bogen gehen, der von Auffassen, Umfassen, Begreifen von Dukkha, über das Loslassen von Reaktivität, zum mit eigenen Augen sehen des Anhaltens und zur Kultivierung des Pfades führt oder geht. In many ways, I think that pretty much all forms of Buddhist meditation, at least, are concerned particularly with the first of these tasks, of embracing or fully knowing the situation we are in. Ich denke, dass sich auf viele Weise nahezu alle buddhistischen Überlieferungen besonders um den ersten Schritt die erste dieser Aufgaben bemühen, des Erfassen und Begreifen des Leidens. And again, let's just emphasize, Leiden doesn't mean things that are painful, but it refers to the tragic condition of being human. Und lass uns wiederum darüber klar sein, dass Leiden sich nicht nur auf Dinge, die schmerzhaft sind, bezieht, sondern auf das Gesamte unserer menschlichen Lebenssituation. It seems that even in the Buddha's time, people had the idea that he was telling them life is suffering. Und es scheint, dass sogar zu Zeiten des Buddha die Menschen die Idee hatten oder den Gedanken hatten, dass er ihnen sage, Leben ist Leiden. There's a dialogue somewhere in the Samyutta Nikaya between the Buddha and a lay follower of his called Mahali. Im Samyutta Nikaya gibt es irgendwo ein Gespräch zwischen dem Buddha und einem seiner Laienanhänger namens Mahali. And Mahali comes to the Buddha and said, okay, so what you're saying is that the whole of life, and he does it in the standard Buddhist way, form, feelings, perceptions, impulses, consciousness. The whole of life is saturated, suffused with suffering. Und Mahali sagt zum Buddha, also das, was du sagst, ist das ganze Leben, und er drückt es aus in der Standardformulierung von Form oder Gestalt, Gefühl, Wahrnehmung, bildliche Gestaltungen und Bewusstsein, dass das alles Leiden sei. And the Buddha replies, what I'm saying is that, how does it go? He says, just as all of this life is saturated or suffused with dukkha, it is also suffused and saturated with sukha, with happiness or pleasure. Und der Buddha sagt, so wie ich sage, dass dieses ganze Leben, all dies, getränkt und durchflutet mit Dukkha ist, so sage ich auch, es ist getränkt und gesättigt mit Sukha, Glück oder Vergnügen, Freude. And if it were not permeated by sukha, then people would not become attached to it. Und wäre es nicht von Sukha durchdrungen, dann würden die Menschen auch nicht daran anhaften. But I think the point of this dialogue is really for the Buddha to say, look, I'm not actually trying to make some generalized truth claim about the nature of life in this case. Ich denke aber, der Punkt, worum es wirklich in diesem Dialog geht, ist, dass der Buddha sagt, halt an, ich mache nicht mache nicht irgendeine generalisierte Behauptung darüber, wie das Leben ist. But I'm rather more concerned with how do we respond
to the condition we find ourselves in, whether it's pleasant, whether it's unpleasant, whether it's blissful, whether it's painful. How do we relate to that? How do we come to terms with that in English? Aber es geht mir viel mehr darum, zu zeigen, wie wir darauf antworten, auf die Situation, in der wir uns finden, der wir begegnen, ob sie schmerzlich oder lustvoll, freudig oder unangenehm ist. Wie antworten wir darauf, wie verhalten wir uns darauf, wie kommen wir damit klar? How do we get clear about that? That's how we come to... Not to get clear about how do we get clear with it. Oh, okay. Yeah? No, that's even better. That's good. Mm-hmm. The other problem is that no concept, suffering, pleasure, good, bad, is adequate to capture the totality of what is happening in this moment for each of us. Und der andere Gedanke, die andere Idee ist, dass kein Konzept überhaupt, egal ob Freude oder Vergnügen oder Leid, in der Lage ist, ganz zu erfassen, was die Realität dieser Situation, in der wir uns finden, tatsächlich ist. And so at this point, I think, when we talk of comprehending the situation we're in, we have to step back and look at our lives in the bigger picture. Wenn wir also an diesem Punkt versuchen zu verstehen, zu erfassen, was Leiden ist, dann müssen wir gewissermaßen zurücktreten und das Leben aus einer größeren Perspektive betrachten. And for myself, I found that one of the practice I did as a Zen Buddhist was very much coming back to this point in a very radical way. Und ich fand es eine der Übungen, die ich als Zen-Buddhist übte, genau darum ging, auf diesen Punkt einzugehen, auf eine sehr radikale Weise, in einer sehr radikalen Weise. I mean, just to recap on the history of this tradition, Chan, as it's known in China, Zen in Japan, arose as a reaction against an overly scholarly, somewhat academic, somewhat renunciant view of the nature of life. Kurz nochmal zu rekapitulieren, die Tradition, die in China als Chan begann, in Japan Zen wurde, in Korea Zen, begann als eine Reaktion gewissermaßen gegen eine übermäßig gelehrte, übermäßig doktrinelle, übermäßig theoretische Auffassung des Buddhismus oder des Dharma. Eine übermäßige renunciant. Übermäßig entsagende. And at a certain point in the history of Buddhism in China, some people just said, look, let's just abandon all of that and let's go back to the very primary questions that the Buddha posed beneath the Bodhi tree. Und zu irgendeinem Zeitpunkt in der Überlieferung in China dachten die Menschen anscheinend, lass uns das alles mal wegfallen oder aufgeben und zurückkommen zu der Frage, die den Buddha selber beschäftigte, als er da unter dem Bodhibaum saß. So in other words, what does it mean to have been born, to get sick, to grow old, to die? Also die Frage, was bedeutet es, geboren zu sein, krank zu werden, zu altern und zu sterben? And these, of course, were according to legend, these were the four sights that prompted the young Siddhartha to embark on his quest for understanding. Und der Legende zufolge waren dies natürlich die 4 Anblicke, die den jungen Siddhartha dazu veranlassten, auf die Suche nach einem Ausweg sich zu machen. And when we look at the first discourse, or supposedly the first discourse, the Buddha starts by saying, birth is dukkha, sickness, aging, death are dukkha. This is the starting point. It's an existential question. Und wenn wir die erste Lehrrede betrachten, dann beginnt der Buddha gewissermaßen damit zu sagen, dass Geburt Dukkha ist, Krankheit ist Dukkha,
Altern ist Dukkha, Tod ist Dukkha. Er geht also auf direkt auf eine existenzielle Fragestellung ein. And again, I would put the emphasis not so much on birth, sickness, aging and death, but on the fact that they became a question for him. You put the emphasis not so much Not so much on birth, sickness, aging and death, but the fact that these became questions for him. Also ich lege die Betonung nicht so sehr auf Geburt, Krankheit, Altern und Tod, sondern auf die Tatsache, dass dies zu Fragen wurden. Now all of us, whether we're Buddhist or whatever we are, it's no great news that we were born and that we're going to get sick and we're going to get old and we're going to die. Everybody knows this. Für uns alle, ganz egal ob wir Buddhisten oder irgendwas anderes sind, ist es keine große Neuigkeit zu erfahren, dass wir geboren sind, dass wir krank werden, dass wir altern und sterben. Jeder weiß das. The problem is that we don't really recognize the urgency of this condition, the fact that it's not people in general who get sick and get old and die, it's you and me. Das Problem liegt daran, dass wir nicht wirklich die Wichtigkeit und Dringlichkeit dieser Frage erkennen. Es geht nicht um irgendeine allgemeine Frage, dass die Menschen geboren werden, altern und so weiter, sondern es geht darum, dass du und ich geboren werden, krank werden, altern und sterben. But we tend, I think, to probably for cultural reasons, probably for biological reasons, we tend to ignore or possibly suppress or deny the force of this recognition. Also aus vermutlich kulturellen, aber möglicherweise auch biologischen Fragen neigen wir dazu, diese Frage zu ignorieren, sie zu verleugnen. And I think also when you become locked into any kind of belief system, you tend again to feel that you have the answers to all these questions, but you then are able to once again forget the living power of these questions. Und wenn du in irgendeine Art von Glaubenssystem eingeschlossen wirst, dann wirst du wahrscheinlich die Erfahrung oder Überzeugung haben, dass du nun die Antwort auf all diese Fragen hast und das erlaubt dir, sie nun gehen zu lassen und mehr oder weniger zu vergessen. So religion, which is very often a set of formulated answers to these questions, allows you to paradoxically ignore them. Also Religion, die in gewisser Weise eine Art formulierte Antwort auf diese Fragen ist, erlaubt dir paradoxerweise, sie zu vergessen und zu ignorieren. And so what happened in the beginnings of Chan or Zen is that the emphasis returned very explicitly to the primacy of the questions rather than the trying to understand the complexity of the answers. Also am Anfang von Chan und Zen passierte oder geschah es gewissermaßen, dass die Betonung ganz ausdrücklich wieder zu dem Vorrang des Fragens zurückging. And the tradition in which I trained in Korea, we only ever did one thing during all of the retreats over all those years I was there, and that is you sit facing a wall and you ask yourself, what is this? Und das Training, die Schulung, die ich in Korea machte, während der ganzen Zeit der Jahre, die ich da war, machten wir nur eine Sache in all der Zeit. Wir saßen vor einer Wand und stellten immer wieder die Frage, was ist dies? In other words, you try to bring this questioning down from the head and into the body. Also anders gesagt, du versuchst dieses Fragen vom Kopf gewissermaßen hinunter in den Körper zu bringen. And in Zen they say that you should question with the marrow of your bones and with the pores of your skin. Und im Zen sagt man, du solltest fragen mit dem Knochenmark oder mit dem Mark deiner Knochen und den Poren deiner Haut. And so that this is a kind of, it's not exactly an investigation, a kind of perplexity
a psychosomatic perplexity is what you see. Also es ist eine Art von psychosomatischer Verwirrtheit oder Perplexität, was du siehst. They call it, the technical word in Zen is the great doubt. Der technische Begriff im Zen dafür ist der große Zweifel. But Zweifel, it's not quite in English the right word, German quite the word. It's a sense of being astonished, bewildered, in a state of awe and wonder at the sheer fact that you're here. Also Zweifel ist im Englischen wie auch im Deutschen vielleicht nicht ganz der richtige Begriff. Es ist ein Gefühl, ein Gespür von Verwunderung, von Erstaunen, von Wunder angesichts der sheer fact that you're here at all. Der bloßen Tatsache, der schieren Tatsache, dass du überhaupt da bist. So in other words, it's connecting with the sense that our life here is extremely strange. Also anders gesagt ist es ein sich verbinden mit der Tatsache, dass die Tatsache, dass wir hier sind, außerordentlich seltsam ist. And again, this is not a Buddhist thing. I think all human cultures and philosophies, in their moments of greatest honesty, recognize that this is the basic condition we find ourselves in. Und das ist natürlich nicht eine primär buddhistische Frage, sondern in allen Überlieferungen ist in den Momenten der größten Ehrlichkeit die Verwunderung darüber genau im Zentrum. We find it in Socrates, where he says that wonder is the source of all wisdom or all philosophy. Wir finden es etwa bei Sokrates, der sagt, Staunen ist der Beginn aller Weisheit. So, for me, this is very central to this idea of embracing life or comprehending dukkha, the condition we're in, is to be able to wonder at it. Und für mich ist das ganz zentral bei der Frage des Lebens zu umarmen oder Dukkha umfassend zu verstehen, dieses Gefühl, dieses Gespür von Wunder, Staunen, Verwunderung. But I think we're conditioned, we are somehow brought up in the world to somehow not feel this. Aber wiederum, wir sind konditioniert oder dazu erzogen worden, in der Welt auf eine Weise zu leben, dass wir das nicht spüren. So one valuable part of contemplative or meditative practice is to deliberately find ways to awaken this sense of surprise. Also ein Ansatz des Übens ist, bewusst und gezielt zu versuchen, ein Gefühl für die Überraschung des Hierseins zu erfahren. And each of us will find our own particular ways that may work for us here. Und jeder von uns wird gewissermaßen seinen eigenen Weg, den eigenen Weg finden müssen, wie das für uns funktioniert. I personally find that reading popular books on science that explain the evolution or the beginnings of the universe and the evolution of life on Earth and the incredible extent of the galaxies and the highly contingent fact that human beings emerged, to me that provokes this same feeling. Also mir selbst geht es so, dass etwa die Lektüre populärwissenschaftlicher Bücher über Evolution, die Entstehung des Kosmos, der Galaxien, diesen Sinn für Wunder gewissermaßen anregt. I also find in listening to certain forms of music, literature, likewise has this capacity to wake us up to the fact that we're here rather than not here. Und es geht mir auch so beim Hören gewisser Art von Musik oder bei gewisser Literatur, dass es mir hilft gewissermaßen aufzuwachen zu dieser Tatsache, dass wir hier sind und nicht hier sind.
So in Zen, you focus, at least in this tradition of Zen, you focus very explicitly on just gently infusing your experience with this question, what is this? Und in dieser spezifischen Tradition oder Überlieferung des Zen fokussierst du sehr sanft und beharrlich darauf, diese Frage gewissermaßen einsickern zu lassen, diese Frage, was ist dies? Now, in the Korean tradition, you don't get to the point where you give the right answer and you pass the koan. In der koreanischen Überlieferung kommt man nicht an den Punkt, wo man also die richtige Antwort bekommt und sie von da an weitergeben kann. But rather, this is called a koan, but it's a koan that is really another way of talking about your own life. Es ist eher so, dieses wird Koan genannt und Koan ist eine andere Art, über das eigene Leben zu reden. And so once again we come back to the idea that dukkha or the koan are really ways of talking about what in English we would call our life. Und wir kommen also wieder zurück zu dem Gedanken des Dukkha oder auch der Koan, einfach eine andere Art sind, über das zu reden, was wir im Englischen oder Deutschen sagen, was unser Leben ist. So that I think is, in my own practice, this is where I keep coming back. As soon as the meditation becomes a little flat or a little bit routine, I bring back this quality of question. Und in meiner eigenen Praktik, wenn immer die in irgendeiner Weise etwas flach oder oberflächlich wird, dann komme ich zurück zu dieser Frage und dieser Qualität dieses Fragens. And it has the effect not just of inducing a certain subjective feeling of puzzlement. Und sie hat die Wirkung, nicht bloß eine gewisse ein subjektives Gefühl des Rätselhaften zu erwecken, but also it renders what I see and hear and smell and taste and touch, my encounters with other people, are all somehow infused with this questionableness, this Fragwürdigkeit. Isn't that the German? Sondern auch all das, was ich sehe, höre, rieche, schmecke, spüre, auch all das, auch in meiner Beziehung mit Menschen, wird gewissermaßen erfüllt von dieser Fragwürdigkeit oder Fraglichkeit. So so that's where we might begin. This is where I find my own practice is somehow primarily rooted. But we can now move into different areas of meditation and inquiry that flesh this out further still. Also das ist der Punkt, wo wir anfangen können und wo meine eigene Praktik beginnt, aber von dort aus können wir in verschiedensten Richtungen des Forschens weitergehen, um das gewissermaßen mehr mit Leben oder Fleisch zu füllen. And this fleshing out of embracing dukkha has three dimensions, I would suggest. Und dieses mit Leben erfüllen, dieses Dukkha-Verstehen mit Leben erfüllen, hat drei zentrale Dimensionen. I would suggest. Maybe more, maybe less. Unterstellen. This might be useful. There is the cognitive dimension, the affective dimension, and the aesthetic dimension. Und zwar sind es die kognitive, die affektive und die ästhetische Dimension. So I'm just going to sketch briefly how I understand each of these three. Und ich möchte kurz skizzieren, wie ich jede dieser drei verstehe. The cognitive dimension is what is technically called in Buddhist jargon vipassana. Die kognitive Dimension ist das, was man im buddhistischen Jargon technisch Vipassana nennt. Well, again, it's a little bit more complicated than that, but let's just stick to this word as currently used, vipassana, which means to see clearly or to see intensely. Vipassana means to see, vi intensifies,
to see clearly, to see vividly, to see in a penetrating way. Das wird zwar etwas komplizierter, aber bleiben wir erstmal dabei. Vipassana bedeutet zu sehen, Asana, intensiv, klar, eindringend. And in the traditional ways in which this is presented, one pays attention to impermanence, one pays attention to dukkha, and one pays attention to anatta, or not self. Und in traditioneller Sicht macht man das, indem man die Aufmerksamkeit auf Vergänglichkeit oder Unbeständigkeit richtet, auf Dukkha und auf Anatta, nicht selbst. So these are cognitive in the sense that these are ways in which we can train ourselves to understand features of our experience that are present. Die sind in dem Sinne kognitiv, dass wir uns dabei schulen, gewisse Charakteristika oder Merkmale unserer Existenz wahrzunehmen. And we can, as it were, come to know these features of our experience more consciously, with greater presence, with greater immediacy. Und wir können diese Kennzeichen oder Merkmale unserer Existenz mit größerer Klarheit, größerer Genauigkeit kennenlernen. And again, these are not concepts that we just sort of slap on top of experience and then force ourselves to believe. Und das sind keine Konzepte oder Begriffe, die wir unserer Erfahrung überstülpen und uns, so dass wir uns dann zwingen, gewissermaßen das dort wiederzufinden. They're pointers, they're indicators, they're trying to get us to look in a certain way, in a certain fashion, at what's actually going on from moment to moment. Sie sind Hinweise oder Anzeichen, die uns darauf richten, hinzuschauen und zu untersuchen, um von Moment zu Moment zu sehen, was da ist. And we need to remember that this kind of awareness is not a sort of, you're not sitting back as a detached observer looking on disinterestedly at what's happening with you. Und es ist wichtig, sich dabei daran zu erinnern, dass man nicht als ein abständiger Beobachter gewissermaßen da sitzt, der irgendwie auf das von außen hinschaut. But rather one is a living participant in the very flesh of your experience. Sondern wir sind vielmehr lebendige Teilnehmer in der Leiblichkeit unseres Erlebens. One, in a sense, recovers a sense of intimacy with one's own experience and, by implication, the experience of others. Man erneuert oder findet gewissermaßen ein Gefühl der Intimität mit dem eigenen Erleben wieder und mit dem der anderen. And again, these things are not particularly difficult to understand conceptually. Und wieder ist es nicht sehr schwierig, das begrifflich zu verstehen. And we all know that everything's impermanent, we all know there's suffering in life, and probably most of us have no big difficulty realizing that none of what's going on is intrinsically me or mine. Wir wissen natürlich, dass alles vergänglich ist und dass es Leiden im Leben gibt und vermutlich hat niemand von uns große Schwierigkeiten damit, irgendwie zu sehen, dass das, was wir für mich und mein halten, auch nichts Stetiges und Beständiges ist. So it's not conceptually difficult to understand this. What is difficult is to internalize those perceptions in such a way that they become an integral part of your sense of life itself. Also begrifflich oder konzeptuell ist es nicht schwierig, das alles nachzuvollziehen, sondern die Schwierigkeit besteht darin, das zu verinnerlichen, so dass es zu einem integralen Bestandteil unseres tatsächlichen Erlebens wird. And I suspect that this is difficult because we are probably conditioned by biology to not notice these things. Und ich vermute, es ist nicht zuletzt deshalb schwierig, weil wir wahrscheinlich durch unsere biologische Herkunft konditioniert sind, diese Dinge nicht zu bemerken. We're conditioned to try to find something which is secure and permanent in the world. We're conditioned to assume that
happiness is out there waiting for us somewhere, and we're conditioned to assume that we are going to survive, probably even going to survive death. Und wir sind konditioniert, nach etwas Sicherem in der Welt zu suchen. Wir sind konditioniert, nach Glück zu suchen, das beständig ist. Und wir sind konditioniert, irgendwie auch zu glauben, dass auch wir selber beständig sind und überleben werden. So possibly one of the reasons the Buddha described his teaching as that which goes against the stream, because what he's asking us to do is counterintuitive. Also einer der Gründe vermutlich, warum der Buddha seine Lehre als das, was gegen den Strom geht, beschrieb, liegt darin, dass diese Lehre so counterintuitiv ist. So, wie sagt man auf Deutsch? Kontraintuitiv. Counterintuitive. Okay. And unfortunately, this means it's hard work. Und bedauerlicherweise heißt es, dass es sich um harte Arbeit handelt. And again, we can't underestimate the need to commit oneself to a practice, an ongoing practice in which we keep returning to these exercises, to these meditations. Und das erfordert also, dass man sich dazu verpflichtet, zu einer Übung, zu der man immer wieder zurückkehrt, um diese Übungen zu machen. And I feel it for myself, and I don't think I'm a particularly good practitioner. I'm a lazy person, if the truth be known. That these kinds of understandings grow and emerge organically over the years. Und ich weiß das für mich selbst, und ich denke, ich kann sagen, dass ich kein besonders guter Praktiker bin. Ich bin, wenn es denn bekannt werden soll, ein fauler Mensch. Aber es lässt sich wohl sagen, dass diese Einsichten langsam allmählich im Laufe der Jahre erwachsen. So when we talk about the deepening of our practice, we're really talking over periods of years, informed by life experience, informed by study, informed by meditation and so on. And it's a gradual, well, I think of it as a gradual process of maturation, of maturing in a way. Also wenn wir über Vertiefung unserer Übung sprechen, dann sprechen wir über etwas, was über viele Jahre hinweg geht, ein sehr allmähliches Vertiefen, ein Reifen, ein Reifwerden unserer Erfahrung. And I remember once the Dalai Lama was giving a talk somewhere, and he said, you know, when you're just starting your practice, you know, the first 30 or 40 years. Und ich erinnere mich daran, wie der Dalai Lama einmal einen Vortrag damit begann. Also wisst ihr, so dann, wenn ihr gerade euer Üben beginnt, also während der ersten 30 Jahre. I think this is important because it cuts off our culture's demand for some sort of quick and instant gratification. Und ich denke, das ist sehr wichtig, denn es schneidet gewissermaßen den Anspruch unserer Kultur auf eine rasche, unmittelbare Belohnung an. So this is the cognitive dimension. It's attuning our discrimination, our intelligence to highlight features of experience that we often deny or neglect. Das also ist die kognitive Dimension, ein Einstimmen unserer Intelligenz, unserer Erfahrung auf gewisse Aspekte des Lebens, die wir gewöhnlich vernachlässigen oder ignorieren. In fact, I was talking to someone, was it you? About shera? No, it was someone else. It's not him. The Buddhist word which we usually translate as wisdom, panya, prajna, shera, really means something like discrimination, discernment, learning how to tease out differences in our perception, so that the world is revealed in another way. Also der buddhistische Begriff, den wir normalerweise als Weisheit übersetzen, Panya oder Sherab in Tibet. Sherab in Tibet, bedeutet eigentlich sowas wie Unterscheidung, Erkennen, Differentiate. Differenzierung.
das Herauslösen, das Locken, wenn man so will, der Aspekte der Realität. Okay, let me give you an example. I have a friend who's a professor of botany. Botany, study of plants. Ich möchte ein Beispiel geben. Ein Freund von mir ist Professor der Botanik. So when I go for walks with him and his wife, who's also a professor of botany, I realize that they see so much more than I do. Also wenn ich Spaziergänge mit ihm oder auch mit seiner Frau, die auch Professorin für Botanik ist, mache, dann erkenne ich, dass sie so unendlich viel mehr sehen als ich. And I can recognize quite a few flowers and trees and stuff, and always a nice little yellow flower. When I'm with Nick and Mitch, they are almost in a kind of ecstasy of this highly differentiated world that is totally alive. Also, wenn ich einen Spaziergang mache, dann kriege ich durchaus auch einiges mit, zum Beispiel, dass da eine gelbe Blume ist und so weiter. Aber wenn ich mit Nick und Mitch unterwegs bin, dann kommen die also geradezu in einen ekstatischen Zustand angesichts all der überschäumenden Lebendigkeit der Pflanzen um sie herum. Now, this observation actually also cuts against another popular Buddhist dogma. Also auch diese Beobachtung schneidet gewissermaßen ein anderes populäres buddhistisches Dogma ab. And this is the dogma that language and concepts and ideas somehow block out reality. Und das ist das Dogma, dass Konzepte, Ideen, Sprache in gewisser Weise die Realität ausblenden oder abspalten. So we think the idea of meditation is to clear away all the concepts and the ideas and the labels and the words, and then we'll see reality as it is. Also die Idee, die Leute häufig haben, ist in der Meditation sämtliche Konzepte, Begriffe und so weiter auszublenden, um dann die Wirklichkeit unmittelbar so zu sehen, wie sie ist. I think that's completely nuts to think. Und ich denke, das ist völliger Quatsch. That language actually illuminates the world, and our knowledge of detail brings the world into sharper focus. It makes the world come alive. Ich denke, Sprechen erleuchtet erhält die Welt und es bringt also gewissermaßen viele Dinge viel stärker in Fokus und ins Licht, sodass wir sie wirklich wahrnehmen können. So likewise, if you start paying attention to impermanence, and dukkha and anatta, you're actually using tools to reveal more brightly the experience that we're having from moment to moment. It's illuminating. It renders the world more rich. Und in gleicher Weise, wenn du also Konzepte wie Dukkha oder Anatta ins Erleben heranbringst, dann hilft es zu erleuchten, zu bereichern, zu erfüllen gewissermaßen die